Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Natürlich habe ich wieder meine Brillen vergessen, doch heute ziehe ich das durch. Egal, ob ich nur mehr sehe wie ein Adler, der schlecht sieht, ich werde das schon schaffen. Mit dem heutigen Land startet das 6. in diesem Wettkampf. Bis jetzt behauptet sich ja Deutschland am Thron. Wir wissen ja vom deutschen Schäferhund bis zum Pinscher, alles Hunderassen, die derartige Oberarme vorweisen. So, wo sind wir hier? Ja, Irland auf dem 2. Platz, Italien am 3., England und die USA gemeinsam am 4. Platz. Also einige Überraschungen da stattgefunden in diesem Wettbewerb. Und all diese Länder wurden ebenfalls von fantastischen Hunden vertreten, die alle knapp hinter Deutschland Platz nehmen. Das sind alles fantastische Hunde, das sind wir uns klar. Heute wirft sich in diese Schlacht Schottland. Eine fantastische Hundenation. Sie wissen, wie ich das meine. Ein Land, welches aufgrund seiner Umgebung äußerst robuste Rassen erschaffen hat. Die 10 Vertreter Schottlands sind, aufgepasst, der schottische Hirschhund, ein naher Verwandter des irischen Wolfshund, ähnlich große, total ähnliche Optik, auch ähnlichen Charakter, ein toller Hund auf jeden Fall. Der Border Collie, einer der trainierbarsten Hunde der Welt. Über einen Border Collie habe ich erst vor kurzem ein Vermittlungsvideo gedreht über die Luna. Tolle Hunderasse. Der Collie, den es sowohl in Langhaar wie auch in Stockhaar gibt oder Kurzhaar, ebenfalls ein toller Hund. Der Bearded Collie, wir sehen also, Schottland strotzt vor Collies, auch der Bearded Collie, ein toller Allrounder. Der Golden Retriever, unter den größeren Hunden der höchstwahrscheinlich beliebteste Begleithund auf der Welt. Wir haben hier einen tollen Goldie, der Gordon Setter. Toller Hund, neben dem Irish Setter, dem English Setter und so weiter. Der Cairn Terrier, ein typischer Terrier, wie alle Terrier, Feuer auf 4 Beinen. Der Border Terrier, für den gilt dasselbe wie für den Cairn Terrier, nur etwas hochläufiger. Scotch Terrier, toller Hund. Ja. Und seine Ausgabe in Weiß, wir wissen schon, Black and White, der West Highland White Terrier, ebenfalls ein ganz typischer Terrier. Also 10 wahre Kapazunder, die da für Schottland ins Rennen gehen. Ja, da müssen Sie zugeben, dass das so ist. Ja. Wir legen schon los, es geht los mit der ersten Eigenschaft, die beurteilt wird. Wie bei den anderen auch, ist das die Gesellschaftstauglichkeit. Um was es bei dieser Eigenschaft geht, muss ich nicht extra betonen, das wissen Sie mittlerweile. Sollten Sie das noch nicht wissen und dieses Schottland-Video das erste sein dieser Serie, das Sie sehen, dann würde ich vorschlagen, sehen Sie sich das erste Video dieser Serie an. Das ist dieses Video, wo Deutschland startet, da erkläre ich alles ganz genau. So, jetzt legen wir los. Die Gesellschaftstauglichkeit ist bei den schottischen Hunden enorm hoch und ist, soweit ich mich erinnern kann, vielleicht sogar die höchste. Bin mir nicht sicher, ja, aber zumindest zählt sie zu den höchsten aller jener, welche die Länder in diesem Wettbewerb erreicht haben. Denn die schottischen Hunde erreichen bei der Gesellschaftstauglichkeit 96 von 100 Punkten. Das ist ganz einfach erklärt. Sie haben bei diesen 10 Hunden nur einen einzigen Hund dabei, der eventuell bei Leuten etwas anecken könnte. Das ist der schottische Hirschhund, der allein aufgrund seiner Größe in eine gewisse Richtung polarisieren kann, die nicht so positiv ist. Bei einigen Leuten. Doch bei den restlichen 9 Hunden, die hier Schottland vertreten, ist kein einziger Hund dabei, der meines Wissens nach, meiner Erfahrung nach, irgendwo auf öffentlichen Plätzen oder in Restaurants, wo auch immer Menschenansammlungen stattfinden, nicht gern gesehen wäre. Könnte da keinen rausfinden. Also Gesellschaftstauglichkeit, 96 Punkte von 100 für die Hunde aus Schottland. Starker Wert, ganz starker Wert. Die Trainierbarkeit, 76 von 100 Punkten. Trainierbarkeitskünstler, wie es die deutschen Hunde sind, haben sie hier nicht dabei. Was sie hier bei diesen 10 Punkten dabei haben, sind allerdings eine
gut trainierbare Mannschaft. Wir wissen alle, dass Terrier, und wir haben hier einige dabei, nicht zu den trainierbarsten, am leichtesten zu trainierenden Hunderassen zählen auf der Welt. Das ist ganz klar auch nicht die Windhunde. Schottischer Hirschhund ist ein Windhund. Hier glänzen am ehesten noch die Collies. Ja, also der Border Collie sowieso, der zu den trainierbarsten Hunden auf der ganzen Welt zählt. Aber auch, Wespe quält mich, der normale Collie und der Bearded Collie. Ja, aber im Schnitt, möchte ich sagen, sind das alles gut zu trainierende Hunde, aber dennoch nicht derartige Profis, wie wir sie bei den deutschen Hunden finden. Ja. Deswegen 76 von 100 Punkten. So sehe ich das. Die Führigkeit ist wieder höher, denn hier erreichten die Hunde aus Schottland 81 von 100 Punkten. Ja, klar, Terrier haben alle Feuer, sind nicht unbedingt leicht zu führen. Was hier dem Ganzen aber zugute kommt, ist, dass es zumeist auch Hunde sind mit nicht allzu viel Substanz. Das heißt, wenn die mal am Rad drehen, hat man sie recht leicht unter Kontrolle. Der schottische Hirschhund ist ein Windhund, der schon manchmal etwas stur sein kann. Und selbstverständlich kann auch der protestierend auftreten. Da wird es schon etwas schwieriger. Die Collie sind grundsätzlich recht angenehm zu führende Hunde. Ja. Also es sind nicht wirklich Hunde dabei, die sehr schwierig zu führen sind. Deswegen eine recht hohe Punkteanzahl, und zwar eine von 81 von 100. Bei der Verträglichkeit sehen wir auch nicht schlecht aus, sind wir sogar ganz oben dabei, und zwar erreichen die Hunde hier 72 von 100 Punkten. Ich glaube, es gibt noch ein stärkeres Land bei der Verträglichkeit, bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Drücken. Die Hunde, die diese Beurteilung etwas drücken, sind die Terrier, ist klar. Die haben alle Feuer, können ziemliche Ecken und Kanten zeigen bei Begegnungen mit Artgenossen. Das werden sie mir zugestehen. Das ist ganz klar, das wissen wir Terrier, sie wissen schon Feuer. Temperament, Leidenschaft. Der schottische Hirschhund ist generell ein recht verträglicher Hund, und das sind auch die Collies. Selbstverständlich können Sie bei jedem einzelnen dieser Rasse einen Vertreter besitzen, der völlig verträglich ist. Sie können auch bei jedem einzelnen dieser Rasse, und da sind auch der Border Collie oder der normale Collie nicht ausgeschlossen davon, einen Hund besitzen, ist überhaupt nicht verträglich. Ganz klar, wir nehmen die typischen Rassevertreter her, und hier möchte ich sagen, sind es grundsätzlich bis auf die Terrier sehr verträgliche Hunde. Ja, also bei der Verträglichkeit 72 von 100 Punkten. Die Hunde mit der niedrigsten Verträglichkeit sind, glaube ich, die Hunde aus der USA, wenn mich nicht alles täuscht. Mit 54 Punkten, glaube ich. Ja. Die Deutschen 55, so irgendwie. Leistungsfähigkeit, die bewegt sich im letzten Drittel. 72 von 100 Punkte bei der Leistungsfähigkeit. Das sind alles höchstleistungsfähige Hunde, und ich sage Ihnen was. Während die Terrier, die hier Schottland vertreten, alle 10 oder 15 Zentimeter höher, hätte aber höchstwahrscheinlich kein Land, das hier gegen Schottland antritt, bei der Leistungsfähigkeit eine Chance gegen diese 10 Hunde. Die Terrier sind Leistungskanonen. Die Beurteilung drückt etwas die Kurzläufigkeit dieser Hunde. Scotch Terrier, West Highland White Terrier, Cairn Terrier. Das sind Hunde, die nur bedingt ausdauernd sind. Na. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich weiß, wie zäh die sind. Ja? Und wenn sich die wo reinbudeln wollen, dann hören die erst zu budeln auf, bis die ihr Ziel erreicht haben. Ja? Auch dazu zählt Leistungsfähigkeit. Das zählt ebenfalls zur Leistungsfähigkeit, meinte ich. Ja. Aber wenn es geht um Geschwindigkeit, ja, sie sind explosiv, doch wenn es um erreichte Höchstgeschwindigkeit geht, um Kraft, um wirkliche Körperkraft oder um Ausdauer, wenn es geht um die Bewältigung von 20 Kilometern zum Beispiel. Hier haben Sie etwas, das Nachsehen, da werden Sie mir beipflichten. Ja. Anders sieht es natürlich beim schottischen Hirschhund und bei den Collies aus. Das sind eigentlich allgemein höchst leistungsfähige Hunde. Ja, also wie gesagt, aufgrund der, ich kann nicht sagen Zwergenwuchses, denn Zwergrassen sind es nicht, aber sie sind klein. Scotch Terrier, West Highland White Terrier, Cairn Terrier. Aber aufgrund der etwas geringeren Größe, also der Kurzläufigkeit, bewegen wir uns hier bei einer Punkteanzahl von 72 von 100, was ja immer noch toll ist für die schottischen Hunde. Kategorie Wachhund. 70 von 100 Punkten. Alle Terrier sind Top-Wachhunde. Ich kenne keinen echten Terrier, der rassetypisch keinen guten Wachhund darstellt. Das sind alles sehr aufmerksame, hellhörige, meldefreudige Hunde. Beim schottischen Hirschhund ist es mal so, mal so. Da muss ich einen Schnitt nehmen, denn ein Windhund ist normalerweise
nicht unbedingt der beste Wachhund. Bei den Collies ist es ähnlich. Auch die zählen nicht zu den besten Wachhunden. Obwohl, schauen Sie, Luna, von der ich vor kurzem dieses Vermittlungsvideo gebracht habe, die ist zum Beispiel eine exzellente Wachhündin mit 10 Monaten. Also es gibt genug Border Collies, die tolle Wachhunde sind. Auch normale Collies oder Bearded Collies. Doch die typischen Wachhunde sind sie eher nicht. Ja? Die drücken da etwas, die Beurteilung. Und deswegen erreichen die schottischen Hunde bei der Wachhundeeigenschaft 70 von 100 Punkten, was ja auch nicht schlecht ist. Wo sie überhaupt nicht glänzen können, das wird Sie nicht überraschen, ist die nächste Eigenschaft, und zwar die des Schutzhundes. Es ist kein einziger exzellenter Schutzhund dabei. Auch wenn Sie mit dem Border Collie zum Beispiel oder dem Bearded Collie eventuell, den schottischen Hirschhund, den Terriern sowieso Hunde haben, die gewillt sind, sie zu beschützen. Beim Border Collie kommt das vor, auch beim Bearded Collie. Beim normalen Collie eher selten. Ja, habe ich persönlich noch nie erlebt und ich hatte mit einigen Collies zu tun. Beim schottischen Hirschhund kann dieser Schutztrieb schon erwachen. Aber ist auch so eine Sache, ja, welche Linie, individuelle Geschichte, ganz klar. Bei den Terriern ist dieser Schutztrieb da, doch ist er nicht umzusetzen aufgrund ihrer geringen Substanz. Ich meine, wie schwer wird der Cairn-Terrier? Diese Hunde bewegen sich alle weit unterhalb von 20 Kilo, ja, sind relativ klein. Klar, die wollen sie beschützen, aber im Fall der Fälle sind es keine effektiven Beschützer. Also da sind wir uns einig. Also, wir haben nicht wirklich gute Schutzhunde bei diesen 10 schottischen Hunden dabei. Deswegen ein sehr niedriger Wert bei der Schutzhundeeigenschaft, und zwar 45 von 100 Punkten. Jetzt kommen wir zum Aktivitätenradius und der ist wieder sehr hoch. Denn hier erreichten die Hunde aus Schottland 92 von 100 Punkten, ja, weil sie mit diesen Hunden alles tun können. Die sind wetterfest, egal ob Hitze, ob Kälte, mit denen können sie im Winter und im Sommer unterwegs sein. Ja, alles, vom Entspannen im Garten bis zum Fetzen durch die Wälder. Bei den kurzläufigen Terriern ist es, wenn es um wirklich weite Wanderungen geht, ja, etwas knapp. Das ist nun mal so. Schauen Sie, es ist ein Unterschied, ob ich mit einem Dackel oder einem Scotch Terrier eine weite Wanderung hinlegen möchte, oder ich möchte das eben mit einem schottischen Hirschhund oder, weiß ich nicht, mit einem deutschen Schäferhund tun. Ja? Ganz klar, also brauchen wir uns gegenseitig nicht anlügen. Man muss ja immer etwas Rücksicht nehmen auf die Kurzläufigkeit dieser Hunde. Ich kann einen Cairn-Terrier zum Beispiel nicht würde ich nicht tun. Ob Sie das machen, weiß ich nicht. Ich würde einen Cairn-Terrier nicht zu einem 20-Kilometer-Marsch verurteilen. Mit Sicherheit nicht. Ja. Sehen Sie mal, wie viele Schritte der machen muss im Vergleich zu einem Dobermann, ja, um 2 Meter zurückzulegen. Ja. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, dennoch, außerhalb dieser Extremwanderungen, ja, dieser Aktivitäten sind die Hunde überall mit ihnen dabei. Schwimmen, Hiking, sogar kurze Strecken mit dem Rad, neben ihnen joggen, wenn es nicht zu weit ist. Winter, Sommer, alles. Ja. Also Hunde, die einen hohen Aktivitätenradius vorweisen. Aus Punkt Ende. Deswegen 92 von 100 Punkten. Wir sind jetzt fertig mit Schottland. Was haben wir da? 604 von 800 Punkten. Das sind 75,5% Allrounder-Eignung. Wo sind wir jetzt mit Schottland? Nun, den ersten Platz und somit immer noch Spitzenreiter ist Deutschland. Die sind nun mal bärenstark. Ja. Den zweiten Platz, den hält Irland ganz fest in der Hand. Jetzt kommen schon die Schotten. Die haben sich auf den 3. Platz geschoben. Italien besetzt somit den 4. Platz und den 5. Platz teilen sich die USA und England. Ja, ist so. Ja. Mit diesen ganzen Dingen hätte ich, also das ist für mich total über den Haufen geworfen. Ich hätte eigentlich andere Reihenfolgen erwartet, aber so ist das nun mal. Also wie gesagt, 604 von 800 Punkten für die starke schottische Mannschaft, 75,5% Allrounder-Eignung und als nächstes, aber jetzt müssen sich wirklich alle anhalten, sehen wir uns Frankreich an. Aber auch der Grande Nation folgen noch einige Kapazunder. Ja, liebe Zuseher, zum Ende dieses Videos blende ich wieder die Gesamttabelle ein. Die wird dann zwar manchmal oder jetzt schon langsam etwas knapp. Ich muss da irgendwie, ja, wenn es zu viele Länder wären, muss ich das dann auf 2 Seiten tun, anders geht's nicht. Und Sie können sich, wenn Sie wollen, etwas an den Punkten orientieren, etwas untereinander vergleichen.
Ich tue das auch immer. Ja. Dann sehe ich, wo welches Land die Führung übernommen hat und wie die andere Nation überholt hat und so weiter und so fort. Das hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.